1993 unter Wizard of the Coast veröffentlicht, hat Richard Garfield ein Meisterwerk erschaffen. Es ist das erste offizielle Tauschkartenspiel und mit schätzungsweise über 40 Milliarden gedruckten Karten wird es immer noch täglich fleißig getauscht. Wie waren die Anfänge, woher kommt Magic und was macht die Begeisterung aus? Das erfahrt ihr hier. Geboren 1963, liebte bereits Richard Garfield im frühen Kindesalter Spiele zu spielen und zu erfinden. Bevor er in Oregon mit seiner Familie sesshaft wurde, wuchs er in der Mitte der 70er Jahre in Bangladesch und Nepal auf, wo sein Vater arbeitete. Er sprach die Sprache nicht und um sich dann noch Freunde zu machen, spielte man Karten oder Murmeln. Mit 13 Jahren, dort war er mittlerweile in Oregon, hörte er zum ersten Mal über das Spiel Dungeons & Dragons, welche mit Fallgruben, Orks und Schätzen einen unwiderstehlichen Drang zum Spielen für die meisten hatte. Sein lokaler Sammelkartenladen hatte allerdings keine Anleitung dazu und ihm gefiel einfach die Idee, dann das Ganze selber in die Hand zu nehmen. Als er dann letzten Endes doch mal eine Anleitung in den Händen hielte, war er erstaunt. Er fand es schrecklich geschrieben, kompliziert formuliert und die Situation, dass Spiele unendlich weitergehen könnten, im Gegensatz zu einem Spiel, wo es eindeutige Gewinner gibt, gefiel ihm nicht. Er war allerdings inspiriert von der Vielfähigkeit von Dungeons & Dragons und so hat Garfield Five Magic entwickelt. Da lässt sich beim Namen schon was heraushören. Kernidentifikation waren dort die elementaren Charakteristiken, so wie die rote Aggression, Gebirge, schwarze Ambition, Sumpf, blaues Grübeln, Inseln, weiße Ordnung in Form von Ebenen und grünes Wachstum, Wälder. Wie öfters der Fall, zweifelte der Erschaffer an seiner Erfindung. So dachte Garfield, es sei niemals gut genug, um es zu veröffentlichen, da die Spielregeln sich auch jedes Mal änderten. Kein Spiel wurde gleich gespielt, mit den unterschiedlichsten Spielregeln, da Karten in einem Spiel für Regeländerungen sorgten. Bis 1991 hielt das Ganze an, bis ein Freund ihn mit einem Spieleunternehmer in Verbindung brachte. Atkinson, damals in Seattle, arbeitete als Systemanalyst für Boeing. Er schien durch als einer der Gründer und CEOs der Firma Wizards of the Coast. Beide trafen sich schließlich in Oregon, da entstand dann schließlich die legendäre Idee. Atkinson schlug vor, dass Garfield etwas Tragbares schaffen sollte, das die Leute während ihrer Freizeit auf zum Beispiel Conventions herausholen könnten, wo zahlreiche an Spieler strömten, um seltene Comics zu finden, esoterische Sammlerstücke zu kaufen und auch neue Spiele zu entdecken. Garfield hatte sobald eine weitere Einblendung. Was ist, wenn dieses Kartenspiel durch unterschiedliche Spielweise auch etwas Einzigartiges erschafft und demzufolge wirklich relevant sein könnte? Eine Identität. Es wäre somit das Kartenspiel, welches sich am stärksten als Rollenspiel auch noch zugleich identifiziert. Jedes Deck ist auch ein Charakter. Im kleinen Wizard Office mit einer Handvoll Mitarbeiter hatte die Idee Atkinson erzählt und er war voller Vorfreude. Der schrie, der war außer sich. Vor allem die Möglichkeit, dass Spieler sich Decks zusammenbasteln können und so die Nachfrage an neuen Karten immer gegeben ist, anders wie zum Beispiel bei Monopoly, begeisterte ihn aus unternehmerischer Sicht. 1993 gingen sie in den Druck und starteten mit 2,6 Millionen illustrierten Karten. Man hat so die Basis geschaffen, über etwas zu reden, together, sich zu versammeln und sich durch ein Kartenspiel auszudrücken. Im Spiel wurden die Spieler zu sogenannten Planeswalkern, die Zauber wirken und zwischen den Ebenen der Existenz reisen. Die Zaubersprüche selbst waren die Karten, die an Orten wie Buchhandlungen und Comicbuchläden gekauft werden konnten. Die Regeln wurden stetig verbessert und optimiert, sodass auch ein klarer Spielziel immer vorhanden war und die Kreativität des Kartenspiels begeisterte zunehmend mehr Spieler. Um die Tragweite ein wenig zu verdeutlichen, im November 1993 hat die Seattle Times veröffentlicht, dass in nur wenigen Monaten 10 Millionen Karten verkauft wurden. 1997 war Magic so erfolgreich, dass sie Dungeons & Dragons einfach gekauft haben. Mit unzähligen einzigartigen Karten und in über 11 Sprachen dann letzten Endes übersetzt, ist es in den meisten Game Stores das am meistgespielteste Spiel. Es hat auch nicht lange gedauert, dass lokale Events in über 6000 Läden und internationale Turniere ausgetragen wurden. Von Japan über Polen nach Australien und Brasilien. $50.000 Preisgeld und mehr waren keine Seltenheit. Mark Rosewater, der auch seit 1995 unter Wizards arbeitet, hat in späteren Jahren die Sicht auf Magic geändert. Nicht die Magic-Community soll in Karten vertreten werden, sondern die ganze Welt. Magic ist deshalb auch so gut,
weil es sich verändert und wirklich versucht, jedem Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich selber auszudrücken. Was ihr letzten Endes mitnehmen sollt. In Magic steckt viel Ausdrucksstarkes und Persönliches drin und ich wünsche mir, dass man vom digitalen Weg hin zu dem Spielen mit Freunden am Tisch zurückkehrt. Wir werden versuchen, es zu etwas zu machen, mit dem sich jeder willkommen fühlt und das Spaß macht.